Hi Leute, Master of Suicide hier und willkommen zurück zu Thea the Awakening mit dem verplantesten Kolonieführer, den ihr je gesehen habt. Und dem feigsten. Wenn man mal so fair ist. Was sagen denn eure Verletzungen? Okay, alle noch stark verletzt. Ups. Also ein Spinnennest will ich eigentlich nicht in die Nähe von. Aber wir müssen noch... Ja, um dahin zu kommen. Verdammt. Das war wieder so klug. Ich meine eigene Heilung denied. Ne, die sind immer noch verletzt. Was sagt denn das Essen? Okay, sehr schön. Das Holz. Oh Gott, das Holz sagt. Das mag nicht mehr bald. Da ist eine Menge Holz. Gerda. Seegras ist jetzt nicht so das, worauf ich eigentlich Lust hatte. Okay. Ja, damit sollten wir es doch jetzt mal schaffen, was anderes auch noch zu sammeln. 45. Ach, komm schon. Mobbt mich das Ding wieder. Obwohl wir das so aufteilen, dass wir vielleicht... Oder wenn wir hier die hin tun, dass wir dann vielleicht mehr als das Doppelte vielleicht schaffen. Auch nicht wirklich. Okay, die Truppe ist immer noch ineffizient, aber nicht mehr ganz so schlimm. Ich sollte vielleicht mal eine neue Truppe, also eine zweite Rumlauftruppe erstellen. Ups, da reicht mir tatsächlich eins erstmal. Sehr schön. Na dann. You see a man in worn-out armor with insignia unknown to these lands. He is standing by a rock, clearly deep in thought, as he does not see you approach. When you look closer, you see he is looking at a sword half embedded in the rock. Wie man alles immer angreifen kann. Hello there, fellow traveler. Are you okay? The man jumps up, startled by your voice. He grabs the hilt of his sword, but does not draw it. He takes a few steps back and speaks. How dare you disturb a king's moment of peace? I mean, I'm sorry, old habits. I am no king, not anymore. But you, my friends, look like, well, potentially, that is, I mean, you could maybe be called knights, right? Knights? King? What are you talking about? You're not from around here, are you? My name is Arathor. I have traveled here from afar in the west, led by an ancient quest from my forefathers. I was led to believe that this sword will help me rebuild my kingdom and save us from the darkness. Alas, I have lost all of my knights just getting here. And now that I am faced with the sword, those blasted demons, they have cursed me with weakness, and I am unable to fulfill my destiny. So, this sword is powerful enough to defeat the darkness? Oh, he looks like a talker. Just kill him and take the sword. Right. The sword is my test, my burden, and my fate. It will not serve any other. My time is running out. I must return to my kingdom soon, or all shall be lost. Now, the sword is for me to claim, but as king, I can appoint you my knights, and you could claim it in my stead. The magic binding the weapon in stone will permit it, I think. Will you become my knights? Alright, maybe, but what are these knights you keep talking about? Knights? Oh, well, a knight is a brave warrior, sworn to serve their king and god, to uphold the law. It is a man. Sorry, well, I suppose in my kingdom we only appoint men, but desperate times. So, it is a person who is righteous and honorable. Now, I solemnly swear I will release you from my service once the deed I ask is done, and I hold the sword in my hand. Will you accept?
Wonderful. I knew fate would provide my salvation. I did not know if your hearts were pure enough, but your agreement to serve my purpose, with no promise of a reward, proves that you are indeed the ones I seek. Now, by the power of a rightfully anointed King of Camroth, I pronounce you Knights of Camroth, and I command you to take the sword for me. We will do as you command. Take the sword out of the stone. Hoffe ich mal, dass meine Leute physical irgendwas drauf haben und nicht die absoluten Nulpen sind. Wir haben Confuse, Counter-Tactics, Counter-Offense. Ja, das sollte passen. Wir legen dich mal hin, du bist gutes Mittelstück, du sollst nicht sofort tot umfallen. Schauen wir mal, was die hier machen. Okay. Wir haben eine 4. Ich glaube, dann ist Counter-Taktik 4 hier. Aber der hat halt echt viel Stärke, wenn wir den aufs Feld klatschen. Sie würde nicht sofort drauf gehen und sie könnte dann einen von den Viecher zerstören. Und dann können wir noch... Naja, er hat eigentlich gar nicht so viel Leben, aber ich finde das lohnend, ihn jetzt da rein zu pfeffern. Einfach weil er so viel hiervon hat. Okay. Dann können wir das jetzt Confuse 5. Ja. Discard a random card from your opponent's offense. Achso, Mist. Hab ich verfasst. Na dann. Get. Also ich hab keinen Punkt mehr. Ja, schmeiß die rein. Get closer würde ich mal sagen. Ja. Dann schauen wir mal, was das Viech jetzt macht. Ach komm schon, hast du jetzt... okay, wow. Du hast den confuseden Typ nach vorne geschoben. Von allen Sachen, die man machen kann, ist das so... Also es ist gar nicht so blöde, aber... Ach, komm schon, nein, ihr sollt... Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Sehr schön. Nicht schön. Sehr schön. Ja, klar, warum nicht? So, du belässt es jetzt bitte bei einer Karte auf dem Schlachtfeld, einfach weil das jetzt zu praktisch ist, wenn du nur eine Karte legen kannst. Counter-Offense 14. Ich habe dann noch nicht die gesamten Feinheiten dieser Sachen raus, aber... Na dann, Fight-Phase. Autsch. Da kommt schon, Leute. Leute. Es ist doch nur ein Arm, der flext. Ist doch nicht mal Ninja-Flex. Sorry. Wer die Seite Ninja-Flex kennt, wird die Anspielung verstehen, ansonsten ist halt einfach ein seltsamer Spruch. You work together and pull out the sword from the stone. It looks like an ordinary weapon, except that it seems undamaged from its unusual sheath. When you hold it in your hands, however, you feel a surge of strange power coursing through your veins, and it feels really good. Actually, we'd rather keep the sword for ourselves. Nee. The king drops down on one knee as he accepts the sword from you. He speaks, and his voice becomes more forceful and clear than before. Well done, my knights. You have passed the test of loyalty and purity of soul, for this sword is known to lead its keepers astray. An ancient bloodline runs in my veins, one that has, in the past, both failed and succeeded in this very test. It has always been my fate to hold this blade and see what I am made of. And since I do not heed the urge to cleave you where you stand, I am hopeful that I too have passed. I release you from your oaths, Knights of Camroth. May the fates bring you strength and prosperity. I also give you this map.
It will lead you to a bridge where you will be tasked with a test, and if you pass, a treasure will reveal itself to you. I meant to find it myself, but it seems fate had other plans. So go forth and seek it out. Thank you, King Arthur. It was an honor to serve your cause. What will you do now? Oder... ja. I will now travel back to my lands, and using the sword, I will try to reclaim my kingdom and restore the Eternal Tower to ward off the darkness. I wish I could tell you more, but it seems other lands are in peril, and it is a knight's duty to protect and defend. Alas, I am also a king, and I must first right the wrongs of my own people. I feel a great destiny within you, and I hope you will succeed in your own quest one day. Farewell. The king bows to you and holds up the sword. The light shines down from the skies, and he disappears. What the... Okay. Sehr schön. wo ist unsere Truppe? Da ist unsere Truppe. Sehr schön. Okay, die Scouts haben ein bisschen Holz gesammelt. Okay. Bitte mal hier hin, ich muss gerade schauen. Wie weit seid ihr mit eurem Gebäude? Achso, schon fertig. Wo sehe ich denn die Gebäude? Ah, hier. Ah, does not stack with other wells. Well. Na, noch nicht. Das machen wir dann als nächstes. Wir bauen das jetzt erstmal auf volle Größe auf und schauen, ob dann das passiert. Erstmal mit dem Teil hier. Essen ist gut. Kann man nicht genug von haben. Und mir fällt gerade auf, wir sollten da einfach das da bauen. In der Hoffnung, mehr Kinder zu bekommen, endlich mal. Vögel's doch mal bitte durch die Gegend, Leute. Ist doch nicht so schwer. Cancel, nein. Wo sind sie denn? Da. Ach stimmt, eigentlich wollte ich sie ja ruhen lassen gerade. Ja, einer braucht doch immer noch Ruhe. 7-2 4-6 geholt. Oh. Perfekt. Fünf. Mich würde interessieren, warum sie das Trainingsschwert mit dem... Ach so, okay. Wahrscheinlich, weil das kleinen Buckler keinen Platz brauchen extra für. Also was mich verwirrt, ist, dass es eine Zweihandwaffe ist, aber sie kann gleichzeitig ein Schild tragen noch. Naja, aber egal. Das sind weiterhin die. Okay, es kommt gleich die Nacht. Schön. Na, seilt sich doch glatt eine Spinne vor mir ab. Also in Real Life jetzt. Das hat mich jetzt gerade ein wenig verstört. Ich entschuldige mich für diese kurze Kusch. Runter von meinem frischen Klamottenstapel. Danke. Ja, muss ja nicht sein, dass er mich jetzt jumpscared, passend zum Spiel. Das ist aber sehr lieb, Spinni. Ich weiß was zu schätzen. Oh ja, das lohnt sich, das Lager hier aufzuschlagen noch. Kriegen wir denn überall normales Holz? Ja. Essen und schafft ihr es vielleicht zusammen
Nee, er schafft es immer noch nicht. Okay, wie viel Holz kriegen wir denn in 2 Tagen zusammen? Das ist jetzt auch irgendwie Nulpen. Schafft ihr es denn hier offen? Ja, passt schon. Na gut, wir machen jetzt in der tiefsten Nachts nichts. Ich mag die immer nicht. Haben wir jetzt hier bitte die... Da haben wir was. You stumble across the Search. One of many buildings Oh. you tirelessly searched through contains a closed stash. It takes you almost an hour to open it, but luckily it's not empty. Damage, Shielding und Poison. Sehr schön. Aber ein bisschen enttäuschend von dem, was ich erwartet hatte. Ich glaube, ich sollte mal Kräuter sammeln. Was seien denn eure Schritte für heute? Na. Immer noch Nacht, was ist denn los? Es bringt eigentlich nichts in der Umgebung jetzt irgendwas so zu suchen. Weil... Naja, also ich hoffe, das erklärt sich von selber, warum ich bei einer Sichtweite von überhaupt nichts recht wenig Lust habe, ganz viele Sachen zu forschen. 70, 85. Und sollte ich aus irgendeinem Grund noch länger bleiben, könnt ihr hier mal Holz sammeln. Ah. Be in Combat. Okay, wir haben eine mit Schild, die ist so krass von den Werten her einfach nur. Okay, also dich zuerst. Du hast ein bisschen Schild. Okay, dann haben wir da ein schönes Confuse drauf. Der hat nur 4 Schaden. Eigentlich nicht. Eigentlich... Wir hauen dich hier rein. Bist du noch dazu? Ich möchte, dass er dann in der zweiten Runde vor dem Zombie angreifen kann, im besten Falle. Wir schieben einfach unsere ganze Truppe so weit wie möglich nach vorne. Sie könnte ich jetzt noch drauf tun. 15. Oh Gott, das war schon wieder so blöde von mir. Was spiele ich denn für einen Müll zusammen? Na dann. Guys, do your stuff. Na schön, wir haben das Broken Skeleton besiegt. Sehr schön. Das lief tatsächlich recht gut. Und was ist das hier? Wow. Bitte auseinanderbauen. Auseinanderbauen. Es wird wieder heller. Wir können wieder durch die Gegend erkunden. Oh, was ist denn bei euch hier passiert? Ach, das ist das Gras, wo die drin baden gerade. Mhm.
Stellen und hier haben wir sehr viel Kram. Scouts. Noch für das, wofür ich habe. Was baut ihr denn heute ab? Kohle, Leder. Kohle haben wir recht wenig tatsächlich bisher. Oder brauchen wir auch 250 für. Ich will das hier gerade tatsächlich machen, damit wir ein bisschen... Einfach damit die sozusagen nicht sinnlos rumstehen, sondern damit man den Sinn hat, wenn sie da stehen. Und ja, ich danke dann auch fürs Zuschauen für heute. Fällt mir gerade ein. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Ich hoffe, es ist spannend für euch. Weil mir macht es tatsächlich Spaß, aber wir kommen halt recht langsam voran, weil es halt sehr... Ja, es gibt zwar sehr viel zu machen, aber ich laufe ja immer in die Richtung, wo es wenig zu machen gibt, weil ich hier erstmal noch erkunden möchte. Also, danke fürs Zuschauen, Leute. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Master Suicide, over and out. Ich muss mein Intro mal ein bisschen schneller sprechen. Also nochmal. Danke fürs Zuschauen, Leute. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Master Suicide, over and out. Besser.